Hey Leute, der L hier zurück mit Eleanor. Und wir müssen immer noch die Blutspur weiter verfolgen. Und ich habe im letzten Part schon gesagt, ich finde, es ist eine richtige Schnitzeljagd hier. Und das wirkt auch alles sehr, sehr, sehr danach, dass hier eigentlich Beweise schon hingelegt wurden. Ja, das ist alles sehr, sehr auffällig. Enameled and gold-plated. This was precious to her. Das ist zum Schminken, oder? Spiegel, bisschen Schminke, Rouge, ja. Okay. Wirkt alles sehr inszeniert, also. Aha. Hätte ich mir auch gedacht. Also wer jetzt mal ohne Witz, wer legt solche Spuren, das grenzt ja schon wirklich so an, ich will erwischt werden. Geht's noch weiter? Und da hängt wieder ein Schmuckstück. Die ganzen Sachen aus den Mordfällen, wie es ausschaut. Oder ist das jetzt nur von dieser Person, die hier umgebracht wurde, von dieser Antonia? Voll ins Blut gelangt. Looks as though the killer was decorating with this. Aha. Jetzt bin ich echt gut verwirrt. Hat er die Spur da halt wirklich angemalt? Das ist irgendwie sehr, sehr strange. Außen scheint nichts zu sein. Guck mal rein. Ein Zettel. Okay, es ist definitiv der andere Teil von dem... Son of a bitch wants her identified. Es ist wirklich so. Das ist der andere Teil. Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Der andere Teil des Bibliotheksausweis, wollte ich jetzt bloß ein paar Mal sagen. So. Okay. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Haben wir die Bibliothek schon drin? Nee, aber die Adresse, ich depp. Okay. Untersuchen wir mal die Wohnung, Haus oder was auch immer. That's affirmative. Alright, so then there's a husband we should be looking for. Get him, we close the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? Not if he's got a confession. And, you know, there's ways of getting it. I'm sure. Nein, ich werde diesen kleinen Einsätzen nicht nachgehen. Dazu bin ich selber viel zu neugierig jetzt gerade, wie es hier weitergeht. Zeit für einen 100% Run ist das sicherlich interessant, aber für mich jetzt nicht. Ich habe das gar nicht vor. Geht mal auf die Seite, Leute. Weg da! Meine Fahrkünste wurden in den Kommentaren auch schon dementsprechend gewürdigt bzw. bemängelt und ich gebe ja zu, berechtigt. Ist das Haus? Ah ja. Das scheint irgendwie so eine Billigpension zu sein. Mhm. Mal einen Schluck getrunken, sorry Leute. Wait just a moment. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPenta, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. You mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me ja. through to the parlor. Oh ja, ich freue mich. Kleines Verhör. Ich mag die Sachen.
It's his Mach ich ausgenutzt. Nicht, alter Schachtel. So, Mrs. Maldonado was found dead this morning. dead. Oh no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. What are we waiting for? ich war der Meinung, es ist die 5, ne? Jo. War ja auch... Ach du Scheiße. Sieht aus wie bei mir. Okay. Look at that. A smashed window explains why the place looks tossed. Und die Stange da draußen. You know how I feel about windows, Phelps. Mal gucken, ob ich da irgendwie rauskomme. Naja, gucken wir uns weiter um. Ist egal. Ein Brief. Da ist wenigstens mal was drin. Miss Antonia Isabel. So schnell kann ich nicht lesen, Leute. Tut mir leid. Es liest sich blöd vor. Das hat so einen komischen Turnus irgendwie, wie es abläuft von der Geschwindigkeit. Okay, we have an address. Das sieht so ein bisschen so aus wie irgendwo Scheidungspapiere, irgendwas in der Richtung. Oh, das muss ja ein Skandal gewesen sein zur damaligen Zeit. Die ist 21 und will sich schon das erste Mal scheiden lassen. Ja, das Bild natürlich. Charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Nee, definitiv nicht. Mehr zeigt er mir aber auch nicht an. Gott. Na gut, ab zur alten Schachtel runter. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, Detective. I'll do my best. You've had a break-in? No. That can't be true. Na, das zweifle ich jetzt mal an. The window's broken. The room's been tossed. Mist. You seem like the type of landlady who notices everything that happens under her roof. What Das gives? glaube ich nämlich auch. Don't take that tone of voice with me, young man. Dann hat sie sogar gelogen. Alter, die hat ganz schön... Also mal die Bewegung des What Opfers. time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I've no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Ah, das ist... Die ist eine harte Nuss.
Hat die vielleicht bei der letzten Frage doch nicht gelogen? Come on, Mrs. Lepenti, you must have some idea. Nein, ey, das war doch eben genau Maybe dasselbe. movie? Maybe church. She was a very religious girl. Das war doch eben dieselbe Verhaltensweise wie, wo ich... Do you have any Ach, idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife to serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. da scheint sie jetzt selbstsicher zu sein. Ich probiere es mal weiter und hoffe, dass ich wenigstens eine richtige Antwort habe. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Lügnerin. Jetzt mache ich mal eiskalt Lüge. What about her bracelet? I don't know anything about a bracelet. In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. That thing? She never wore it. He gave it to her. She always kept it in that wooden jewelry box. Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. Ist aber auch eine Gewitterhexe. I've said it right from the start. We should come down hard on the husband. Wo habe ich denn nochmal geparkt? Ah, da hinten. Ach, da haben wir so ein Telefon. Ich guck gleich mal. Kann ich den Corona anrufen oder so? Nö, gar nichts. It's him, the cop from the newspaper. Think there's anything to the divorce angle? I've been through 3, but no big deal. After a while, you just numb. Jetzt muss ich wieder wenden. Ich fahr mal hier so rum. But Angel, he's a young Latino man. It would hurt his sense of who he is. He'd see himself as a failure, a woman taking control over his life. Ein bisschen weiter, aber die Opferzahlen halten sich vielleicht ein bisschen in Grenzen. Da scheint es denn da den Berg hoch zu gehen. Ja genau, schön auf die Seite, Leute. Ach, ja, wenn er so stehen bleibt, bringt mir das nicht viel. Ich sollte nicht so viel rumkasper, lieber gucken, dass ich hier nicht vorbeifahre. Astrein eingepackt. So. Mal wieder mal einen Briefkasten gucken, wo der wohnt. Lando, da. Maldonado is in apartment 304. 304, genau. Gehen wir mal rein. Hier kann ich auch nicht ran, nee. Nee, Mist. Ich mag das Spiel, Leute. Und ich habe auch festgestellt, dass... Er immer. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Now look, I don't want no trouble. Schöner Konter, jawohl. Bamsen. Was ich sagen wollte, ich mag das Spiel. Und die Zuschauer, die es bei mir halt wirklich gucken, die
Denen gefällt das auch sehr gut. Na gut. Zeigen sich alle begeistert von dem Spiel. Aber trotzdem scheint das von Rockstar eher ein Unbekanntes zu sein. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I'd kill my own wife? Should get the whole place going over, then talk to the neighbors. Das machen wir doch. Gründliches Auseinandernehmen, das kriege ich hin. And Phelps, I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finbar. Auch sehr religiös, das Marienbild an der Wand. Aber jetzt zeigt er mir nichts an. Kruzifix auch. Ne, hier scheint in dem Raum nichts zu sein. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich. Optimistic, Cole. Was ist das überhaupt? Eintrittskarte oder sowas? Zeigt mir nichts an weiter. Dort auch nicht. Muss zugeben, die Wohnung, auch wenn sie ein bisschen klein ist, gefällt mir eigentlich ganz gut. Just picked fruit market. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. Ein Obstmarkt und Wein. Geh mal weg, der dicker Mann. The El Dorado. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir den Namen von der Bar irgendwie schon mal hatten. Überall Blut dran. This will take some explaining. Auf den reagiert er gar nicht. Okay, haben bloß die beiden. Na gut. Dann haben wir hier noch das Kabüffchen. Ach nee, es ist kein Kabuff. Ach, das ist ein Außengang. Mhm. Na, nicht wieder hochkohl. Ah, so läuft das. Na gut, gehen wir wieder hoch. Gucken wir mal, ob irgendwelche Nachbarn was mitbekommen haben. Bestimmt irgendwer hier neugierig und hat öfter mal den Kopf draußen oder sowas. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. No good. Nobody here. Na gut. Haben wir noch ein paar Türen? Sorry about that. I'm playing with my kids. LAPD. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks.
Das hat uns jetzt so bis auf den kleinen Schreckeffekt gar nichts gebracht. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here, and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. The hired help at the El Dorado might have seen the broad the night she died. Maybe regulars too. Check it out. Das halte ich allerdings auch für eine gute Idee. Und, ach Leute, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Also werde ich mich mal hier verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ich mich auf die Suche nach meinem Auto mache. Ah, da ist die Karre. Ihr seid wieder dabei. Es hat euch Spaß gemacht. Ich bin der L. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Bye.